Willkommen beim Podcast Deutsch mit System. Dein Podcast für echtes Deutsch im echten Leben. Keine langweiligen Lehrbücher, sondern echte Gespräche. Hallo zusammen, ich bin Thomas und ich bin hier mit Julia. Wir starten heute eine besondere Reise, eine Reise von 7 Tagen. Genau, Thomas. Wir sprechen über das Wichtigste, das du besitzt. Nicht dein Geld, sondern deine Zeit. Und wie du aufhörst, dein Leben zu verschwenden. Das klingt sehr ernst, Julia. Hör auf, dein Leben zu verschwenden, aber es ist wahr. Zeit ist Leben. Wenn wir Zeit verlieren, verlieren wir uns selbst. Viele Leute sagen, ich will Deutsch lernen, aber sie tun es nicht. Warum nicht? Heute analysieren wir die Psychologie dahinter. Lass uns mit einem Bild beginnen. Wir haben eine Metapher über Wasser. Kannst du das erklären? Natürlich. Stell dir vor, du bekommst jeden Morgen eine Flasche mit frischem Wasser. Dieses Wasser ist deine Zeit und deine Energie für heute. Okay, ich habe die Flasche. Was passiert, wenn ich nicht aufpasse? Wenn du die Flasche umstößt oder wenn du das Wasser einfach auf den Boden schüttest, dann ist es weg. Du kannst das Wasser nicht mehr vom Boden aufheben. Du kannst es nicht trinken. Das ist ein schmerzhaftes Bild. Also wenn ich abends 2 Stunden sinnlos auf TikTok oder Instagram scrolle, dann schütte ich mein Wasser weg. Ganz genau. Du nutzt es nicht, um zu wachsen. Du nutzt es nicht, um dich zu erholen. Es ist einfach weg. Und das hinterlässt ein leeres Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl. Man fühlt sich schuldig. Man denkt, warum habe ich das gemacht? Aber Julia, wie stoppen wir das? Um das zu stoppen, müssen wir das Problem verstehen. Das Problem ist nicht, dass du faul bist. Das Problem ist dein Plan. Dein Plan ist zu vage. Das ist ein wichtiges Wort für Niveau B1. Vage. V-A-G-E. Was bedeutet das genau? Vage bedeutet unklar oder nicht präzise. Es ist wie Nebel. Zum Beispiel, Thomas, was ist dein Ziel für heute? Mein Ziel ist, ich will mein Deutsch verbessern. Ist das ein gutes Ziel? Nein, tut mir leid, Thomas. Das ist ein sehr schlechtes Ziel. Es ist viel zu vage. Es ist wie eine Wolke. Du kannst nicht greifen. Okay, ich verstehe. Hast du einen anderen Vergleich? Denk an das Navigationssystem in deinem Auto. Das Navi. Wenn du ins Auto steigst und sagst, ich will irgendwo hinfahren, was macht das Navi dann? Nichts fragt nach einer Adresse. Wenn ich keine Adresse eingebe, fahre ich nur im Kreis. Ich verbrauche Benzin, ich werde müde, aber ich komme nirgendwo an. Das ist genau das, was beim Sprachenlernen passiert. Viele Leute fahren im Kreis, sie sind beschäftigt, aber sie machen keinen Fortschritt, weil sie keine Adresse haben. Also wir müssen unserem Gehirn eine spezifische Adresse geben. Wie machen wir das? Wir benutzen die Technik des Mini-Plans. Ein winziger Plan. Die Idee ist simpel. Mach dein Ziel so klein wie möglich. Gib mir ein Beispiel. Wie mache ich mein vages Ziel konkret? Anstatt ich werde lernen, sagst du, ich werde heute 3 neue Wörter lernen. Oder ich werde 10 Minuten diesen Podcast hören. Das klingt fast zu einfach. 3 Wörter? Ist das wirklich genug, um eine Sprache zu lernen? Ja, und hier ist der Grund. Wenn das Ziel klein ist, hast du keine Angst. Du fängst einfach an. Und wenn du fertig bist, fühlst du dich stolz. Und dieses stolze Gefühl sorgt dafür, dass ich es morgen wieder tun will. Also ist Konsistenz wichtiger als Intensität. Exakt. Es geht darum, jeden Tag einen Schluck Wasser zu trinken, anstatt die ganze Flasche auf den Boden zu werfen. Ich mag diese Philosophie. Wir müssen bewusst leben. Das ist noch so ein schönes deutsches Wort, bewusst. Ja, bewusst. B-E-W-U-S-S-T.
Das bedeutet, dass du Dinge mit Absicht tust, nicht automatisch. Du entscheidest dich dafür zu lernen. Okay, Julia, lass uns das praktisch machen. Wir wollen nicht nur reden, wir wollen Aktion. Gut. Zuhörer, hier ist eure Aufgabe für heute. Schritt 1. Nimm dein Handy und schau auf deine Bildschirmzeit. Welche App ist dein Zeitdieb? Das ist sicher schockierend. Und Schritt 2? Schritt 2. Mach einen Miniplan für heute. Schreib ihn auf. Zum Beispiel, ich werde die Wörter vage und bewusst in einem Satz benutzen. Das ist ein perfekter Plan. Er ist klein, er ist konkret und er ist machbar. Das ist also die Basis, hör auf, vage zu sein. Sei spezifisch. Das klingt alles sehr logisch, Julia, aber ich höre unsere Zuhörer schon denken, Thomas, das ist schön, aber du verstehst das nicht. Ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich bin kaputt, ich habe wirklich keine Zeit für einen Plan. Das ist die beliebteste Ausrede der Welt, Thomas. Ich habe keine Zeit. Aber das ist eine Lüge. Wir haben Zeit, aber wir sehen sie nicht. Eine Lüge? Das ist hart. Mein Kalender ist voll. Ich arbeite 8 Stunden. Ich koche, ich putze. Wo ist diese magische Zeit? Sie ist überall. Wir ändern heute die Metapher. Gestern war Zeit wie Wasser. Heute ist Zeit wie Geld. Geld gefällt mir. Erzähl mir mehr. Stell dir vor, du gehst auf der Straße und siehst einen 50-Euro-Schein. Was machst du? Ich heb ihn sofort auf. Ich bin doch nicht dumm. Natürlich. Aber was machst du, wenn du ein kleines 10-Cent-Stück siehst? Naja, vielleicht lass ich's liegen. Es ist zu viel Arbeit, mich zu bücken. Es ist nur Kleingeld. Genau. Und das machst du mit deiner Zeit. Die großen Scheine sind die vollen Stunden. Die hast du nicht. Aber du hast hunderte kleine Münzen. Du meinst die kleinen Pausen zwischendurch? Ja, wir nennen das Taschenzeit. 5 Minuten an der Bushaltestelle, 3 Minuten an der Kasse im Supermarkt, 10 Minuten im Wartezimmer beim Arzt. Ich verstehe. Normalerweise hole ich da mein Handy raus und lese schlechte Nachrichten. Und damit wirfst du dein Kleingeld in den Müll. Thomas, lass uns rechnen. Wenn du 10-mal am Tag 5 Minuten hast, wie viel ist das? 10 mal 5, das sind 50 Minuten. Wow, das ist fast eine ganze Stunde. Siehst du, du unterschätzt die kleinen Zahlen. Das Wort des Tages ist unterschätzen. U-N-T-E-Z-N. Unterschätzen bedeutet, dass man denkt, etwas ist klein, aber eigentlich ist es groß. Richtig. Ich habe eine Freundin, Sarah. Sie hat 2 Kinder und einen Vollzeitjob. Sie hatte nie eine freie Stunde. Aber sie hat ihr Kleingeld gesammelt. Wie hat sie das gemacht? Beim Kochen hat sie Podcasts gehört. In der Warteschlange hat sie Vokabeln mit einer App gelernt. Nach einem Jahr sprach sie fließend Deutsch. Das ist beeindruckend. Sie hat also nicht mehr Zeit gefunden. Sie hat ihre verlorene Zeit genutzt. Genau. Also, Aufgabe Nummer 1. Sammle dein Kleingeld. Nutze deine Taschenzeit. Okay, Julia, das klingt logisch. Aber ich muss ehrlich sein. Vokabeln lernen an der Supermarktkasse, das klingt furchtbar langweilig. Das klingt wie Hausaufgaben. Und da sind wir beim zweiten Problem. Wenn Lernen wie eine Strafe ist, hört dein Gehirn auf. Dein Gehirn will keinen Schmerz. Es will Spaß. Aber Deutsch ist Arbeit. Grammatik ist schwer. Wie kann das Spaß machen? Indem du aufhörst, wie ein Schüler zu lernen und anfängst, wie ein Mensch zu leben. Du musst Deutsch mit deinen Hobbys verbinden. Verbinden. Gib mir ein Beispiel. Ich liebe Musik und Serien. Perfekt. Musik ist ein fantastisches Werkzeug. Aber du darfst nicht nur passiv hören. Such dir ein deutsches Lied, das dir gefällt. Druck den Text aus. Sing mit.
Singen? Meine Nachbarn werden die Polizei rufen. Egal, wenn du singst, trainierst du die Aussprache und den Rhythmus. Und du hast Emotionen. Emotionen helfen dem Gedächtnis. Das klingt besser als Grammatikbücher. Und was ist mit Netflix? Ich schaue jeden Abend Serien. Netflix ist dein bester Lehrer. Aber viele machen einen Fehler. Sie schauen deutsche Filme mit Untertiteln in ihrer Muttersprache. Ja, das mache ich auch, sonst verstehe ich nichts. Das ist okay für den Anfang. Aber für B1 musst du mutig sein. Schalte die Untertitel auf Deutsch um, dann hörst du Deutsch und liest Deutsch gleichzeitig. Das ist die goldene Kombination. Hören und lesen. Genau. Und schau Dinge, die dich interessieren. Wenn du Fußball magst, schau die Bundesliga-Zusammenfassung auf Deutsch. Wenn du kochen magst, such dir ein Rezept auf YouTube. Ich verstehe. Ich muss mein Leben nicht ändern, ich muss nur die Sprache ändern. Ich mache das, was ich liebe, aber auf Deutsch. Exakt. Dann ist es keine Lernzeit mehr. Es ist Freizeit mit einem Bonus. Okay, ich habe einen Plan. Ich nutze meine 5 Minuten an der Bushaltestelle für Vokabeln und abends schaue ich meine Serie auf Deutsch. Das klingt nach einer perfekten Strategie, Thomas. Aber Julia, ich kenne mich. Ich setze mich hin, ich will lernen, ich habe Spaß und dann vibriert mein Handy. Oh ja, das Handy, der beste Freund und der schlimmste Feind. Genau. Ich will nur kurz eine Nachricht checken und plötzlich ist eine Stunde vorbei. Ich falle in ein schwarzes Loch. Wir nennen das die Zeitdiebe. Und sie sind gefährlich. Im nächsten Teil müssen wir darüber sprechen, wie wir uns schützen. Wir brauchen eine digitale Verteidigung. Wir müssen über dieses Vibrieren sprechen, Thomas. Das Handy ist der größte Feind deiner Konzentration. Wir nennen sie die Zeitdiebe. Zeitdiebe. Das klingt kriminell. Aber du hast recht. Gestern Abend wollte ich nur kurz meine E-Mails checken. Nur 1 Minute. Und was ist passiert? Plötzlich war eine Stunde vorbei. Ich war auf Instagram, dann auf YouTube, dann habe ich Katzenvideos geschaut. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wir nennen das den Kaninchenbau. Wie bei Alice im Wunderland. Du fällst in ein Loch und kommst nicht mehr raus. Aber warum passiert das? Ich bin ein erwachsener Mann. Warum habe ich keine Kontrolle? Es ist nicht deine Schuld. Diese Apps sind so designt. Sie sind wie Spielautomaten im Casino. Jedes Mal, wenn du den Bildschirm nach unten ziehst, hoffst du auf eine Belohnung. Eine Belohnung? Ja, ein neues Like, eine neue Nachricht, ein lustiges Bild. Dein Gehirn liebt das. Es schüttet Dopamin aus. Das ist Chemie. Also bin ich eigentlich ein Drogenabhängiger? Nur, dass meine Droge digital ist? Ein bisschen schon. Und für das Deutschlernen ist das eine Katastrophe. Stell dir vor, du versuchst einen schwierigen deutschen Satz zu verstehen, du bist fokussiert und dann ping. Dann schaue ich aufs Handy, sofort. Es ist ein Reflex. Genau. Und in diesem Moment stirbt dein Fokus. Studien zeigen, wenn du einmal unterbrochen wirst, brauchst du 20 Minuten, um dich wieder voll zu konzentrieren. 20 Minuten? Nur wegen einer Nachricht? Das ist teuer. Sehr teuer. Wenn du alle 10 Minuten aufs Handy schaust, bist du niemals im Deep Work. Du lernst nur oberflächlich. Du verschwendest deine Zeit. Okay, Julia, du hast mir Angst gemacht. Ich will kein digitaler Zombie sein. Wie beschütze ich mich? Soll ich mein Handy wegwerfen? Nein, das Handy ist ein Werkzeug. Aber du musst der Chef sein. Wir brauchen Regeln. Regel Nummer 1, schalte die Benachrichtigungen aus. Alle, auch WhatsApp? Fast alle.
Musst du wirklich sofort wissen, dass jemand dein Foto geliked hat? Nein. Wenn du lernst, schalte den Flugmodus ein oder nicht stören. Flugmodus, den benutze ich nur im Flugzeug. Benutze ihn zu Hause. Es ist magisch. Wenn du weißt, dass dich niemand erreichen kann, wird dein Gehirn ruhig. Du kannst endlich tief atmen und lernen. Das klingt gut, aber manchmal vibriert's nicht. Aber ich sehe es auf dem Tisch liegen. Und dann greife ich trotzdem danach. Das ist die visuelle Versuchung. Dafür gibt es Regel Nummer 2. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist ein schönes Sprichwort. Was bedeutet das praktisch? Leg dein Handy in einen anderen Raum. Wenn du im Wohnzimmer lernst, liegt das Handy in der Küche. In der Küche. Aber was ist, wenn ein Notfall passiert? Thomas, wir sprechen über 15 oder 20 Minuten. Die Welt geht nicht unter. Wenn du aufstehen musst, um das Handy zu holen, bist du zu faul. Die Barriere hilft dir. Das ist ein simpler Trick, aber ich glaube, er funktioniert. Ich bin faul. Wenn das Handy weit weg ist, bleibe ich lieber sitzen und lerne. Exakt. Du musst es dem Zeitdieb schwer machen. Okay. Ich fasse zusammen, ich habe meinen Mini-Plan. Ich nutze meine Taschenzeit. Ich mache es spaßig. Und jetzt beschütze ich meinen Fokus. Handy weg. Das ist ein starkes System. Damit bist du besser als 90% der anderen Lerner. Aber Julia, jetzt fühle ich mich ein bisschen gestresst. Wir sind so streng. Nicht scrollen, Fokus halten, Zeit nutzen. Warum gestresst? Naja, darf ich mich nie entspannen. Wenn ich abends auf dem Sofa liege und Instagram checke, das ist doch meine Entspannung, oder? Ah, und da machst du einen riesigen Fehler. Einen Fehler, den fast alle machen. Was meinst du? Ist Instagram keine Entspannung? Nein, Thomas. Scrollen ist keine Pause. Scrollen ist harte Arbeit für dein Gehirn. Du denkst, du ruhst dich aus, aber eigentlich machst du dich noch müder. Das musst du mir erklären. Wenn ich körperlich liege, ruhe ich doch. Dein Körper liegt, aber dein Gehirn läuft einen Marathon. Im nächsten Teil sprechen wir über die Batterie und warum echter Schlaf besser ist als jedes YouTube-Video. Warte, Julia. Das musst du mir erklären. Wenn ich auf dem Sofa liege und Instagram schaue, mein Körper bewegt sich nicht. Warum ist das keine Pause? Weil dein Gehirn nicht liegt, Thomas. Dein Gehirn läuft einen Marathon. Jedes Bild, jeder Text, jede Farbe ist Information. Information. Und was macht mein Gehirn damit? Es muss die Information verarbeiten. Es sortiert, es analysiert, es reagiert emotional. Deine mentale Batterie wird nicht aufgeladen. Sie wird leerer. Die Batterie, das ist wieder eine gute Metapher. Ich fühle mich oft wie mein altes Handy. Nach einem langen Tag habe ich nur noch 5% Energie. Genau. Und was passiert, wenn du versuchst, eine schwere App zu öffnen, wenn dein Handy nur 1% Akku hat? Das Handy stürzt ab oder es wird extrem langsam. Alles dauert ewig. Du bist das Handy, Thomas. Wenn du versuchst, Deutsch zu lernen, aber deine Batterie ist leer, dann ist das Zeitverschwendung. Du liest den Satz 3-mal und verstehst ihn nicht. Das kenne ich. Ich sitze da, starre ins Buch, aber nichts geht in meinen Kopf. Ich dachte, ich bin dumm. Du bist nicht dumm, du bist nur leer. Echte Produktivität bedeutet nicht immer arbeiten. Es bedeutet effizient arbeiten. Und dafür musst du aufgeladen sein. Wie lade ich mich richtig auf, wenn Instagram verboten ist? Kein Input. Das ist die Regel. Spazieren gehen ohne Musik, aus dem Fenster schauen oder das Wichtigste, schlafen. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Aber ich habe oft Schuldgefühle. Ich denke, ich schlafe, also bin ich faul.
Falsch. Schlaf ist aktives Lernen. Stell dir vor, du schreibst ein wichtiges Dokument am Computer. Was musst du am Ende tun? Ich muss auf Speichern klicken. Genau. Schlaf ist die Speichern-Taste für dein Gehirn. Wenn du heute Vokabeln lernst und dann schlecht schläfst, hast du nicht auf Speichern geklickt. Am Morgen ist alles weg. Wow, das ändert alles. Schlaf ist also Teil meines Lernplans. Absolut. Also Aufgabe für heute, plane eine echte Pause, 20 Minuten. Kein Handy, kein Buch, nur Ruhe. Okay, Julia. Wir haben jetzt viele Konzepte besprochen. Wasser, GPS, Geldmünzen, Zeitdiebe, Batterien. Mein Kopf ist voll. Das verstehe ich. Es ist Zeit, Ordnung zu schaffen. Wir machen jetzt eine kleine Zusammenfassung, aber nicht langweilig. Was hast du vor? Wir machen ein Quiz. Ich nenne ein Schlüsselwort aus unseren Folgen und du musst es erklären und einen Satz bilden. Bist du bereit? Oh, eine Prüfung live im Podcast? Okay, ich nehme die Herausforderung an. Los geht's. Wort Nummer 1. Der Feind von guten Plänen. Vage. Vage, das bedeutet unklar, wie Nebel. Wenn ich sage, ich will Deutsch lernen, ist das vage. Richtig. Und der Satz? Satz, mein Plan war zu vage, deshalb habe ich nichts gelernt. Perfekt. Sei nicht vage, sei konkret. Wort Nummer 2. Das hast du mit deinem Kleingeld gemacht. Das Wort ist unterschätzen. Unterschätzen heißt, man denkt, etwas ist klein oder unwichtig, aber eigentlich ist es wertvoll. Genau, wie die 5 Minuten an der Bushaltestelle. Dein Satz? Satz, man darf die kleinen Pausen im Alltag nicht unterschätzen. Sehr gut, das ist Niveau B2, Thomas. Man darf nicht. Wort Nummer 3, das ist dein Handy. Das Wort ist die Ablenkung. Ablenkung ist alles, was meinen Fokus stört. Eine Nachricht, ein Geräusch. Und wie schützen wir uns? Handy in die Küche. Mein Satz, ich lege mein Handy weg, um jede Ablenkung zu vermeiden. Exzellent, um zu vermeiden. Schöne Grammatik. Letztes Wort für heute, das Thema von vorhin. Das Wort ist aufladen. Aufladen wie eine Batterie. Es bedeutet, neue Energie zu bekommen. Korrekt, dein Satz? Satz, ich muss heute früh schlafen, um meine Batterie aufzuladen. Bravo, Thomas, du hast gut zugehört und unsere Zuhörer hoffentlich auch. Das hilft wirklich. Wenn ich die Wörter benutze, vergesse ich sie nicht. Genau. So, jetzt haben wir die Theorie, wir haben die Werkzeuge, aber es fehlt noch eine Sache. Was fehlt noch? Ich fühle mich bereit. Du fühlst dich jetzt bereit, du bist motiviert. Aber was passiert nächste Woche? Wenn es regnet, wenn du Stress bei der Arbeit hast? Dann höre ich wahrscheinlich auf. Das passiert mir immer. Die Motivation verschwindet. Eben, Motivation ist wie das Wetter. Man kann sich nicht darauf verlassen. Wir brauchen etwas Stärkeres als Motivation. Stärker als Motivation. Was soll das sein? Magie? Nein, keine Magie, Gewohnheit und ein Vertrag. Im letzten Teil unserer Serie machen wir einen Vertrag mit uns selbst, damit du nie wieder aufhörst. Ein Vertrag mit mir selbst. Das klingt sehr offiziell, Julia, aber du hast recht. Meine Motivation ist wie das Wetter in Deutschland. Haha, genau. Manchmal scheint die Sonne, aber meistens regnet es. Motivation ist ein Gefühl. Und Gefühle ändern sich. Du kannst dich nicht auf Motivation verlassen. Stimmt. An einem regnerischen Dienstag nach der Arbeit habe ich null Motivation. Was mache ich dann? Dann brauchst du Disziplin. Oder besser eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist wie Zähneputzen. Du denkst nicht darüber nach. Du machst es einfach. Wie mache ich Deutsch lernen zum Zähneputzen?
Ich kann ja nicht 3-mal am Tag Grammatik putzen. Wir benutzen einen psychologischen Trick. Wir nennen das die Wenn-Dann-Strategie. Das passt perfekt zur deutschen Grammatik. Erklär mir das. Wie funktioniert die Formel? Die Formel ist, wenn ich alte Gewohnheit mache, dann mache ich neue Gewohnheit. Du verknüpfst das Neue mit dem Alten. Gib mir ein Beispiel aus deinem Leben. Gerne. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Das vergesse ich nie. Also ist meine Regel: Wenn ich auf meinen Kaffee warte, dann lerne ich 3 neue Wörter. Ah, der Kaffee ist der Auslöser. Du musst keine Willenskraft benutzen. Der Kaffee erinnert dich. Exakt. Und das funktioniert überall. Thomas, was machst du jeden Tag, wenn du zur Arbeit fährst? Ich setze mich in den Zug und schaue aus dem Fenster. Okay, mach daraus einen Wenn-Dann-Plan. Lass mich überlegen. Wenn ich mich in den Zug setze, dann öffne ich sofort meine Vokabel-App. Perfekt. Nicht vielleicht, nicht später. Sofort, wenn A passiert, passiert B. Das nimmt den Stress weg. Ich muss nicht entscheiden. Die Entscheidung ist schon getroffen. Genau. Das ist das Geheimnis von erfolgreichen Menschen. Sie haben Systeme, keine Hoffnungen. Julia, wir sind am Ende unserer Reise. Wir haben 5 Teile lang über Zeitmanagement gesprochen. Mein Kopf raucht ein bisschen. Können wir alles noch einmal kurz zusammenfassen? Gute Idee. Lass uns die 5 goldenen Regeln wiederholen. Regel Nummer 1. Regel 1. Zeit ist wie Wasser oder Geld. Verschwende es nicht. Sei nicht vage. Mach einen Miniplan. Regel 2. Nutze deine Taschenzeit. Sammle die 5-Minuten-Münzen. Das summiert sich. Regel 3. Mach es spaßig. Verbinde Deutsch mit deinen Hobbys. Singe, schaue Serien, lache. Regel 4. Schütze deinen Fokus. Dein Handy ist ein Zeitdieb. Leg's weg. Keine Ablenkung. Und Regel 5. Ruh dich richtig aus. Schlaf ist die Speichern-Taste. Und nutze Wenn-Dann-Pläne für Gewohnheiten. Das ist ein komplettes System, Thomas. Damit kannst du alles lernen. Nicht nur Deutsch. Ich fühle mich bereit. Aber ich will, dass es diesmal wirklich klappt. Nicht wie letztes Jahr. Dann müssen wir es offiziell machen. Wir brauchen den Vertrag. Was sollen unsere Zuhörer tun? Hör mir gut zu. Ja, genau du mit den Kopfhörern. Information ohne Aktion ist wertlos. Du hast jetzt das Wissen. Jetzt musst du handeln. Gib ihnen eine klare Aufgabe, Julia. Schreibe jetzt ein Versprechen an dich selbst in die Kommentare unter diesem Video. Die Formel ist: Ab heute werde ich, und sei konkret. Zum Beispiel, ab heute werde ich jeden Tag 10 Minuten im Zug lesen. Oder ab heute werde ich mein Handy ab 20 Uhr weglegen. Wenn du es aufschreibst, wird's real und wir werden die Kommentare lesen. Wir wollen sehen, was ihr plant. Und vergiss nicht, du musst nicht perfekt sein. Wenn du einen Tag verpasst, ist das okay. Mach einfach am nächsten Tag weiter. Gib nicht auf. Richtig. Konsistenz schlägt Intensität. Jeden Tag ein bisschen. Julia, das war eine tolle Serie. Ich habe selbst viel gelernt. Ich gehe jetzt meinen Kaffee machen und dabei 3 Wörter lernen. Sehr gut, Thomas. Und an euch alle, danke fürs Zuhören. Ihr habt eure Zeit heute nicht verschwendet. Ihr habt sie investiert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das hilft uns sehr. Teilt das Video mit einem Freund, der auch Deutsch lernt. Zusammen ist man stärker. Das war Deutsch mit System. Ich bin Thomas. Und ich bin Julia. Nutzt eure Zeit weise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.